Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Ich vermisse dich so sehr, meine süße Frau. Bist du bereit, Baby zu spielen? Natürlich nicht. Es sieht so aus, als wärst du dicker geworden. Ich glaube nicht, dass ich dicker werde. Aber Schatz, du weißt, dass ich nicht mehr wie früher ins Fitnessstudio gehen kann. Ich habe im Krankenhaus Überstunden gearbeitet. Kannst du nicht trainieren, bevor du ins Krankenhaus gehst? Vielleicht kannst du einen dieser Krebspatienten hochheben und als Gewichte verwenden. Wie kannst du so etwas sagen? Das sind Menschen. Außerdem habe ich dir gesagt, dass ich nicht mehr mit Krebspatienten arbeite. Ich arbeite jetzt für Covid-Fälle, weil das Krankenhauspersonal so überfordert war. Und diese Leute die ganze Zeit brauchen, die ich ihnen geben kann. Ich könnte mich weniger um diese Covid-Leute kümmern. Sie könnten alle einfach sterben, wenn es nach mir ginge. Das ist wie bei der Grippe, aber die Leute reagieren übertrieben. Und hast du nicht gesagt, dass all die dicken Menschen sterben? Es ist ein Dienst an der Gesellschaft, wenn du mich fragst. Nein, das habe ich nicht gesagt, und das weißt du. Was ich gesagt habe ist, dass es Menschen mit Vorerkrankungen am härtesten trifft. Weil ihr Körper so stark belastet wird. Sind deine Eltern übrigens nicht stark übergewichtig? Ja, sie sind übergewichtig. Und ich bete, dass sie Covid bekommen und schneller sterben, und mir einfach mein Erbe geben. Ich habe es einfach so satt, jedes Jahr zu ihren Geburtstagsfeiern zu gehen. Schatz, manchmal, wenn du so redest, weiß ich nicht, ob du das wirklich so meinst oder ob es nur Stress oder so ist. Ich habe eine Idee. Warum lässt du den guten Arzt nicht etwas von diesem Stress für dich abbauen? Ich bin nicht in der Stimmung, Peter. Bist du dir sicher? Es ist ungefähr 6 Monate her, seit wir uns geliebt haben. Geh weg jetzt. Ich habe dir schon gesagt, ich bin nicht in der Stimmung. Okay. Es tut mir leid. Du weißt, dass ich dich und deinen Körper respektiere. Ich werde einfach warten, bis du in der Stimmung bist. Nun, du wirst sehr lange warten. Oh mein Gott. Schatz, es tut mir so leid. Ich muss so schnell wie möglich zurück ins Krankenhaus. Sie bringen eine ganze Busladung Kinder mit Covid aus einem Waisenhaus herein. Als Peter sich darauf vorbereitete, zurück ins Krankenhaus zu gehen, bereitete sich Olga auch vor. Indem sie Männer auf Tinder eine Nachricht schickte und ihnen sagte, sie sollten zum Haus kommen. Was Peter nicht wusste war, dass er jeden Abend, wenn er bei der Arbeit war, Olga würde einen neuen Typen von Tinder kommen lassen, und sie werden zusammen Liebe machen. 30 Minuten später. Auf geht's. 40. Mann in diesem Monat. Noch ein Mann und ich werde meinen persönlichen Rekord schlagen. Olga? Schwarzer Herkules. Nun, das war rassistisch.
Aber da ich dich wirklich hart bestrafen werde, werde ich es zulassen. Während Olga und Max im Bett waren, war Peter auf dem Rückweg vom Krankenhaus. Ärzte aus der ganzen Stadt waren gekommen, um zu helfen, und sie brauchten Peter nicht mehr. Schatz, ich bin zu Hause. Ich habe dir ein paar deiner Lieblingsschokoladen gekauft. Ich weiß, dass du sie wahrscheinlich schon eine Weile nicht mehr hättest, seit du auf Diät warst. Olga, wo bist du? Sorry Bruder, sie hat schon genug Schokolade für das ganze Jahr. Olga? Oh mein Gott, was machst du? Ist dir nicht klar, was ich mache, Peter? Ich mache Liebe mit einem Mann, der ins Fitnessstudio geht und nicht immer arbeitet. Aber ich liebe dich von ganzem Herzen. Erinnerst du dich an unser Eheversprechen? Für die guten und die schlechten Zeiten? Es ist okay. Wir können zur Beratung gehen. Das könnten wir noch klären. Schau, Peter, Max hat mich heute Nacht die ganze Nacht trainiert. Außerdem liebe ich dich nicht, okay? Ich wollte nur die Aufmerksamkeit und die Geschenke, die mit Hochzeiten einhergehen. Du wirst alt und kannst meine sexuellen Wünsche nicht befriedigen. Du verbringst gerne die meiste Zeit mit deinen Patienten im Krankenhaus. Außerdem warst du fit, als ich dich traf. Jetzt schau dich an, fett wie ein Schwein. Du wirst widerlich. Du verdienst jetzt keine schöne Frau wie mich. Aber ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Bitte verlass mich nicht. Auf Wiedersehen, Peter. Du kannst jetzt die ganze Zeit im Krankenhaus leben. Olga packte ihre Sachen und ging mit Max. Nach 3 Monaten Arbeit an sich selbst, konnte Peter sein Leben wieder in den Griff bekommen. Er bekam sogar eine Beförderung im Krankenhaus und wurde einer ihrer Top-Ärzte. Er fing an zu trainieren und sich in Form zu bringen. In der Zwischenzeit sah es für Olga nicht so gut aus. Später stellte sie fest, dass Max keinen Job hatte. Olga fand auch heraus, dass Max nur ins Fitnessstudio geht und Steroide nimmt. Er würde aus dem Fitnessstudio nach Hause kommen und sie dann misshandeln. 3 Monate später. Olga? Das ist eine Überraschung. Wie läuft es mit Max? Nun, Max ist ein Fitnessstudio-Freak. Das ist alles, woran er denkt. Über etwas anderes können wir nicht sprechen. Und er behandelt mich wie Müll, also musste ich ihn verlassen. Oh, ich bin froh, dass du den Mut hast, für dich selbst einzustehen und ein besseres Leben zu finden. Ja, genau. Und wer sonst könnte mir ein besseres Leben ermöglichen als du? Du bist mein Mann und mein Lieblingsarzt auf der Welt. Ehrlich gesagt, ich bin dein Ex-Mann. Es tut mir leid, Olga, aber ich habe ein neues Leben begonnen. Ich habe endlich gelernt, mich selbst zu respektieren und wertzuschätzen. Und ich könnte niemals mit jemandem wie dir zusammen sein. Ich habe endlich gelernt, mich selbst zu respektieren und wertzuschätzen. Und ich könnte niemals mit jemandem wie dir zusammen sein.
Außerdem habe ich jetzt jemanden, der neu ist. Und sie liebt mich für das, was ich bin, und nicht dafür, wie meine Bauchmuskeln aussehen. Außerdem habe ich jetzt jemanden, der neu ist. Und sie liebt mich für das, was ich bin, und nicht dafür, wie meine Bauchmuskeln aussehen. Du verdienst jetzt keinen loyalen Mann wie mich. Aber Peter, ich liebe dich. Du siehst nicht so gut aus. Du solltest diesen Husten wahrscheinlich untersuchen lassen. Es könnte Covid sein. Auf Wiedersehen, Olga. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.